In diesem Video geht es um ein besonderes Projekt, um geniale Tipps, ums Kochen Hardcore, um einen Zaubertrunk, um Diebstahlsicherung und natürlich mit der Katze Luzi und mit meiner Frau. Also bleibt dran, es lohnt sich. Film ab! Und jetzt wird ein bisschen gebastelt in der Werkstatt. Dazu brauche ich Vorbereitung und diese Szene gehört tatsächlich mit zur Vorbereitung dazu. Halten, küssen und halten. Dann landet das Bild in meinem Bildbearbeitungsprogramm. Ich arbeite hier mit Affinity Photo auf dem Mac. Finde ich sehr gut und kostet deutlich weniger als Adobe Photoshop. Ich schneide uns hier aus. Das muss gar nicht so super genau sein. Ich brauche vor allem die Silhouette. Gehe hier überall rum, markiere, was dazugehört und demarkiere, was weg muss. Fertig. Da habe ich noch einen Teil vergessen. Und jetzt brauche ich uns nicht bunt, sondern einfach nur schwarz. Also mit Farbe überlagern, Ränder sind okay so. Da fehlt noch ein Stück Ellenbogen, den male ich einfach mit dem Pinsel dran. So, zurechtschneiden und drucken. Dann nehme ich mir ein scharfes Skalpell und schneide uns aus. Einfach am schwarzen Rand entlang und wenn da so ein bisschen weiß vom Papier übersteht, macht es nicht so viel aus. Ihr seht gleich warum. Das Ganze könnte man natürlich auch mit einem Schneideplotter machen, aber A, habe ich keinen und B, ist sowas von Hand zu machen auch richtig schön. Einfach wieder auch was Handwerkliches. So Luzi, du auch noch? Setz dich mal hin. Und jetzt dein Pfötchen heben. Andere Seite. So ist gut. Ja, super. Die ausgeschnittene Silhouette, die habe ich auf der Rückseite noch mit ein bisschen Pappe stabilisiert. Einfach damit es nicht so rumlabbert, denn das ist ja nur einfaches Papier. Und wer erkennt den Unterschied zu vorhin? Meine Frau hat noch einen Pferdeschwanz bekommen, den sie eigentlich hat, den man im Bild aber nicht sah. Habe ich ein bisschen gemogelt. Und die Silhouette, ja, die will ich jetzt übertragen auf ein Stück Holz, aber nicht auf das hier, sondern hier drauf. Das ist so eine dünne Dreischichtplatte, die habe ich mir hier reingeklemmt, einfach damit ich eine Projektionsfläche habe. Und projizieren will ich einfach mit einer Taschenlampe, aber mit der hier vorne. Die lege ich mir einfach dahin und die leuchtet dann auf die Wand. Dann kommt die ausgeschnittene Silhouette vor die Taschenlampe und zwar so, dass ich hier die richtige Größe habe. Aber im Moment ist hier viel zu hell, kommt zu viel Licht rein. Dazu ist meine Taschenlampe einfach zu schwach, um hier eine ordentliche Silhouette drauf zu machen. Deswegen mache ich hier heute Abend weiter. Na gut, in der Zeit, die mir bleibt, streiche ich mal mein Fenster, das ich hier außen hingehängt habe. Dazu gab es ja auch ein Video, wie ich das alles gemacht habe. Rechts oben müsste jetzt was aufpoppen. Schaut da mal hin. Poppt da bei euch nichts auf, schaut ihr wahrscheinlich am Fernsehen, dann schaut einfach in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch den Film auch. Und dieses wunderschöne alte Fenster, 100 Jahre hat es auf dem Buckel, will ich nicht mit einem Acryllack streichen. Das hätte zwar den Vorteil, einmal streichen und würde ziemlich lange halten, aber Acryllack ist ein Kunststoff. Ich möchte da A, keinen Kunststoff drauf machen auf das schöne Holz und B, mag ich auch viel lieber, wenn man das Holz richtig sieht. Deswegen nehme ich ein Leinöl und streiche das ein, dann bleibt das Holz schön sichtbar. Nachteil, ja, das muss man jedes Jahr wiederholen. Und jetzt hatte ich noch ein bisschen Leinöl übrig und habe diese Griffe am Anhänger hier eingestrichen, denn Leinöl ist auch ein guter Rostschutz auf Metall. Und diese Metallteile hier, ja, die rosten mir quasi unterm weg. Und auf meiner Terrasse habe ich ja nochmal so ein historisches Fenster, ebenfalls 100 Jahre alt. Auch das habe ich renoviert und bin mit dem Fenster ja zum Ablauger gefahren. Auch da habe ich gefilmt. Ein spannender Film. Schaut da mal rein. Auch rechts oben. Oder unterm Video in der Videobeschreibung. Dreimal habe ich das Fenster mit Leinöl gestrichen und hier ein Jahr später darf ich es schon wieder streichen. Hier ist es natürlich auch direkt im Wetter ausgesetzt, deswegen mindestens einmal im Jahr nochmal nachölen. Es geht aber auch relativ schnell. Und ich sehe gerade, das Fenster dürfte ich auch mal wieder putzen, denn hier dahinter ist ja meine Küchenhexe, meine Außenküche. Die benutze ich recht häufig und da kommt es natürlich immer mal wieder zu Spritzern ans Fenster. Ja, und weil es doch arg dreckig ist, habe ich mich noch entschlossen, es zu putzen. Einfach nur ein Eimer, heißes Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel. Vorher, nachher. Vorher, nachher.
Ist zwar schon 18 Uhr, aber es kommt immer noch so viel Helligkeit rein. Deswegen habe ich mir jetzt beholfen mit so einer Plane, die ich da hingehängt habe. Die hält so ein bisschen das Licht da oben fern. Und auf jeden Fall reicht es aus, denn ich sehe jetzt den Schatten hier, der produziert wird von meinem Ausschnitt. Kann man hier schön erkennen. Und das Licht kommt nur von der Taschenlampe. Das Ganze habe ich jetzt so ausgerichtet, dass es bei mir hier in der optimalen Breite und Höhe ist. Und wie ihr sehen könnt, musste ich ordentlich hier unterfüttern und ausgleichen, bis ich die optimale Höhe hatte hier für meine Holzleinwand. Mit einem Stift umrande ich die Umrisse, die der Schatten wirft. Das sieht man jetzt ja ganz gut. Und das war auch schon der einzigste Job, den das ausgeschnittene Papierstück hier hatte. Dann schraube ich die Platte wieder ab, lege sie mir auf 2 Böcke, Stichsäge, alles schön ausrichten und los geht's mit dem Aussägen. Einfach den Strichen nach. Um die Löcher auszusägen, muss ich erstmal vorbohren, dass ich mit dem Sägeblatt reinkomme. Dann schleife ich noch die Kanten sauber. Und fertig. Ich habe mich jetzt entschlossen, das Fenster komplett abzubauen. Da komme ich nämlich viel besser dran. Dazu habe ich mir schon mal 2 Böcke aufgebaut. Als erstes mache ich die Fensterchen raus, denn insgesamt wiegen die 6 Stück auch ganz schön was. Und ohne wird es dann doch leichter. Dann die Schrauben rausdrehen, runter damit. Das sieht so leicht aus, aber das Ding wiegt schon ordentlich was. Ab damit auf meine Zweiradschubkarre und in die Werkstatt. Es kommt ja auch immer mal wieder die Frage nach meinem Walnussbaum. Einen habe ich mal gepflanzt vor einigen Jahren und mittlerweile ist er schön groß geworden. Ich schätze mal 4,50 Meter, 5 Meter etwa. 1, 2 Walnüsse habe ich gesehen, die hat er aber wahrscheinlich abgeworfen, denn jetzt sehe ich gar keine mehr. Dauert einfach, bis so ein Baum trägt, aber er ist einfach wunderschön. Ich mag ja Walnuss sehr gerne. Na, ich hoffe mal, dass er so nächstes Jahr vielleicht schon ein paar Nüsse haben wird, die man dann auch ernten kann. Als erstes reibe ich das Holz noch mal gut ab, also das Öl, das ich da aufgetragen habe, das noch mal gut ins Holz einmassieren bzw. die Überschüsse aufnehmen. Dazu verwende ich einfach nur einen Baumwolllappen. Dann kommt das schwarze Papier runter, das hatte ich mal mit Heftklammern draufgetackert und mit Klebestreifen fixiert. Das kommt alles ab. Um diese Büroklammern hier aufzufangen, habe ich mir einfach ein Magnet hier hingelegt und dann kommen die hier zack ran, fällt mir keiner auf den Boden. Und wenn ich mal barfuß laufe, trete ich in die schon nicht mehr rein. Jetzt trenne ich noch Klebestreifen und Papier. Kann man getrennt entsorgen. Und hier sieht man mal schön, wie stark die Sonne doch ist, wie unglaublich das ausgeblichen ist. So ganz ohne Garten soll es ja auch nicht sein in diesem Film. Ich bin gerade durch den Garten gegangen und habe ein bisschen geerntet. Das gibt es wieder heute Abend. Ihr wisst ja, ohne Süßkram beim Rigotti. Ich versuche möglichst auf Industriezucker zu verzichten. Aber zu dem Thema gibt es in Kürze einen separaten Film. Heute auf jeden Fall eine tolle Gemüsepfanne. Am Schluss blende ich euch noch ein Bild ein, was daraus geworden ist. Und ich habe gerade das hier gesammelt. Vielleicht könnt ihr ja erkennen, um was für ein Gewürz es sich hier handelt. Ihr hört schon, die fallen alle
von selber schon runter. Ist ein herrliches Gewürz. Ich mag es total gern. Es ist Koriander. Viele sagen, Koriander mag ich nicht, aber es ist ein Riesenunterschied, der grüne Koriander, also die Blättchen im Vergleich zu den Samen hier. Wozu isst man die gerne? Als Brotgewürz. Ich mache es ins Brot rein, schmeckt mir total gut. Kümmel, Salz, Koriander, mehr brauche ich nicht im Brot. Schmeckt mir sehr gut. Was macht ihr noch für Gewürze rein ins Brot? Schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Das werde ich jetzt ein bisschen aussieben, damit die ganzen Stängelchen hier vom Saatgut getrennt sind. Als erstes gebe ich es durch so ein ganz einfaches Nudelsieb. Die Samen, die können durch, die Ästchen, die bleiben hängen. Das bleibt übrig. Und dann kommt das hier in mein feines Sieb. Hier ist immer noch das ein oder andere drin. Da puste ich jetzt ganz vorsichtig rein. Und schon habe ich meinen Koriander fertig. Richtig gut im Brot. Probiert's aus. Ich mag's total gern. Oh ja, so kann der Morgen beginnen. Wer von euch erinnert sich noch an dieses Glas hier? Habe ich eine Heilpflanze eingelegt in Alkoholauszug, Artemisia annua oder einjähriger Beifuß. In dem Video haben außerdem viele geschrieben, verlinke ich euch da oben,
dass das ja auch zum Kochen und Backen so für fettreiches Fleisch wie Ente oder Gans verwendet wird, ist was anderes. Das ist der mehrjährige Beifuß. Mehrjähriger Beifuß und das ist einjähriger Beifuß. Und nochmal zum Vergleich, der mehrjährige Beifuß, recht große und grobe Blätter, und der einjährige Beifuß, viel feiner und zarter. Und das hier war jetzt einige Wochen im Glas, fülle ich jetzt ab. Um den alkoholischen Auszug jetzt abzufüllen, habe ich mir solche Pipettenfläschchen hier gekauft. Mit dabei lag so ein Trichter, viel zu klein. Da passt ja nichts rein, geht auch alles daneben. Und so eine viel zu kleine Pipette auch. Deswegen verwende ich jetzt hier so einen dicken Spritzenkolben, um das Ganze abzufüllen. Aber zuerst siebe ich das durch. Riecht eigentlich ganz gut. Oh, riecht ziemlich, naja, reiner Alkohol halt. Darf man nur in ganz kleinen Dosen verwenden. Und jetzt schaut doch mal, was das hier für eine Farbe angenommen hat. Fast wie Olivenöl. Vorsicht beim Zuschrauben von diesen Fläschchen. Diese Kappen haben einen Sicherheitsverschluss. Das heißt, wenn ihr zuschraubt, nicht nur bis es einen Anschlag hat, sondern dreht weiter, dann hört ihr ein Knacken. Das heißt, dieser Ring ist über einen Falz im Glas gesprungen. Und wenn ich jetzt aufschraube, dann hört man deutlich, wie der Sicherheitsring knackt. Und er bleibt dran. So weiß man, dass das Fläschchen ganz neu ist. Und wozu brauche ich das jetzt überhaupt? Der einjährige Beifuß, der enthält einen Wirkstoff, Artemisin. Und wenn man den extrahiert, kann man ihn verwenden zur Malaria-Behandlung. Malaria haben wir bei uns nicht, aber da das Artemisin, das ich hier rausgezogen habe mit dem alkoholischen Auszug, auch antibakteriell und antiviral wirkt, nehme ich das bei den ersten Erkältungsanzeichen, jetzt im Herbst oder Winter. Entweder nimmt man das pur zu sich, ist aber ziemlich ekelhaft, weil fast reiner Alkohol. Oder als Tee. Schmeckt dann doch besser. Alternativ kann man sich das Artemisia annua, wenn man keinen Alkohol zu sich nehmen mag, was ich sehr verstehe, auch einfach trocknen und dann jedes Mal frisch als Tee zubereiten. Riecht, naja, wie Heu. Besser ist es, man mischt es noch mit anderem Tee, je nachdem, was man gerne mag, Salbei, Kamille oder Schwarztee. Und als nächstes ist das hier dran. Oh, Propolis von den Bienen. Da gibt es auch einen alkoholischen Auszug von. Freue ich mich schon. Bleibt dran, verpasst da nichts. Kostet ja nichts. Abo-Button. Und jetzt kommt Werbung. Werbung, also das arme Kind. War außerdem der Rigotti mit so ungefähr 5 Jahren. Ich schäme mich ja schon. Es gibt Orte in meinem Garten, da habe ich keinen Strom, aber ich würde sie gern mit einer Kamera überwachen. Und dann gibt es natürlich sowas hier. Das ist eine Reolink Argus PT Ultra. PT steht für Pan und Tilt. Sie kann also sich neigen und schwenken, so ziemlich in jede Richtung schauen. Was sie nicht kann, ist zoomen. Macht aber nicht so viel aus, denn sie hat 4K Auflösung. Damit komme ich in die Bilder ziemlich tief rein. Hier seht ihr mal Beispielaufnahmen und hier zoome ich mal rein. Man sieht viele Details. Für dunklere Stellen oder wenn ihr Farbaufnahmen in der Nacht wollt, hat sie auch ein internes Licht, LED-Scheinwerfer. Und, wenn man es nicht sehen soll, dann hat sie Infrarot. Das heißt, ich kann nachts richtig sehen, im Dunkeln. Außerdem kann man sie draußen aufhängen. Die Kamera ist wetterfest nach Standard IP64, also staubdicht und allseits spritzwassergeschützt. Aber nicht damit ins Schwimmbecken hüpfen, denn unter Wasser
geht's nicht. Ja, und wenn ich die Kamera jetzt fest montiere über den mitgelieferten Arm hier, ja, dann müsste ich ja alle paar Tage hier die Kamera abschrauben und den Akku wieder neu laden. Der hält außerdem ziemlich lange, ich habe es ausprobiert. Aber ich habe eine bessere Lösung. Denn bei Reolink kann ich auch sowas hier kaufen, ein Solarpanel mit USB-Anschluss und lädt dann die Kamera, wo ich keinen Strom habe. Solarpanel installieren, ausrichten. Kinderspiel, das Ding hier zu installieren. Dann schaue ich mir die Software am Computer mal an und wechsle zur neuen Reolink Akku WLAN Kamera. Der Wechsel, der dauert immer ein bisschen, weil die ja mit Batterie betrieben ist und die muss erstmal aus dem Stromsparmodus raus. Und da ist es schon. Und links oben seht ihr an diesem Blitzsymbol, dass sie gerade geladen wird von dem Solarmodul. Hier unten, da habe ich Buttons, da kann ich die Kamera schwenken und neigen und in verschiedenste Richtungen schauen. Da unten, da habe ich noch einen Button zum Sprechen, das heißt, da kann ich über die Kamera dem Postboten zum Beispiel sagen, hallo, Paket bitte vor die Tür legen. Rechts davon kann ich eine Zeitrafferaufnahme starten und sowas kann dann hierbei rauskommen. Einfach richtig schön. Dann kann ich hier unten noch einen Alarm auslösen, wenn ich irgendjemanden vertreiben oder warnen will. Hier kann ich das Licht einschalten. Normalerweise geht es ja automatisch an. Über den Button hier kann ich erzwingen, dass er jetzt eine Aufnahme startet. Entweder hier Video oder rechts davon einfach nur ein Foto machen. Dann kann ich hier oben in die Wiedergabe wechseln. Im Moment bin ich in der Live-Ansicht. Wiedergabe. Und da zeigt er mir gespeicherte Dateien an, sofern ich eine SD-Karte installiert habe. Hier rechts unten sehe ich 2 Aufnahmen. Ich zoome mal rein, klicke die an, klicke auf Play. Und hier sieht man, wie ich komme. Das Licht der Kamera geht an, also der Scheinwerfer. Ich selber sehe das natürlich, deswegen sind die Aufnahmen hier in der Nacht auch farbig. Dann habe ich in der Software mal ausgestellt, dass das Licht bei Bewegungserkennung automatisch angeht. Dann sieht das Ganze im Infrarotlicht so aus. Ich selber sehe so gut wie nichts. Es ist für mich dunkel. Die Kamera, die sieht aber alles. Und so sieht die Szene aus, wenn die Kamera das tagsüber aufnimmt. Auch mit meinem Smartphone kann ich außerdem von egal wo auf die Kamera zugreifen. Ich sehe immer alles. Wenn ihr so eine Kamera kaufen wollt, schaut in die Videobeschreibung rein, da habe ich sie euch verlinkt. Und jetzt Werbung Ende. Danke, dass ihr so geduldig zugeschaut habt. Die Farbe ist trocken und jetzt kommt die Auflösung. Hier seht ihr, wofür es gedacht ist. Dann habe ich mir noch das hier gekauft, Solarpanel LEDs. Die schwarze Silhouette habe ich jetzt im Fenster fixiert und lasse sie langsam auf meine Zweirad-Schubkarre ab. Hier kommt mal wieder der zweite Fake Rigotti. Und der fixiert hier das Solarpanel mit einer Schnur, nur für den Transport, dass das Teil nicht runterfällt. Und weil ich an meinen Schalter nicht rankomme, nehme ich mir einfach ein Stück Holz als Hilfsmittel. Was noch ein wunderschönes Herbstwetter. Nutzt ihr das auch im Garten? Es ist so toll. Die Tomaten können reifen noch im Gewächshaus und auch draußen, ohne zu erfrieren. Puh. Ja, noch sieht man nicht viel, aber heute Abend, muss man noch ein bisschen warten, zeige ich euch, wie es illuminiert ausschaut, also beleuchtet. Ja, und in der Nacht sieht es dann so aus. Das habe ich mit der GoPro gefilmt. Die ist nicht besonders lichtstark. Wenn man es mit dem eigenen Auge sieht, sieht es deutlich schöner aus. Hier ist meine Wegbeleuchtung an und aus. Und wenn ich mal das Originalbild nochmal überlagere, natürlich nur am Computer, dann wird es so aussehen. Es ist der nächste Morgen und schreibt doch mal bitte ganz ehrlich eure Meinung in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich habe festgestellt, ich habe hier einen ziemlich blöden Fehler gemacht. Ich muss das ganze Fenster noch mal abschrauben, denn die Solarbox mit dem Akku drin, die habe ich hier oben drauf befestigt. Ja, und hier bin ich unterm Dach, da scheint die Sonne nicht hin. Hier hinter mir, da kommt die Sonne so gegen 13, 14 Uhr hervor und scheint dann hier an die Seite ran. Also muss ich entweder das komplette Fenster noch mal abnehmen oder ich habe irgendeine Möglichkeit, dieses Kabel hier zu verlängern.
Muss ich mal aufschrauben. Okay, ich bin zwar weder Elektroniker noch Elektriker, aber ich werde das Kabel kappen und einfach verlängern. Habe ich viel weniger Arbeit, als wenn ich jetzt das ganze Fenster wieder abbauen müsste. Seitenschneider vergessen. Hier habe ich ein Stück Verlängerungskabel gefunden, Schrumpfschlauch dran löten, Schrumpfschläuche schrumpfen und fertig. Das gleiche hier beim Fenster, löten, Schrumpfschläuche drüber und aus die Maus. So, jetzt aber fertig. Das Kästchen ist umgelötet, hängt jetzt hier und in Kürze kommt die Sonne rum, dann kann der Akku wieder laden. Ja, ganz schön viel Aufwand für so einen kleinen Spaß, aber mir hat es sehr gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, ihr wisst, ich freue mich sehr über einen Daumen rauf, das meine ich ganz ernst. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Sonntag ist Rigotti-Tag. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Ciao.